Anfang April 1945. Eine Einheit der 9. US-Armee stößt von Kassel aus nach Norden vor. Ein Dorf südlich von Hildesheim. In diesen letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges gehen die Amerikaner nach einem einfachen Schema vor, wenn sie vor einer Ortschaft stehen. Aufforderung zur Übergabe, gezielter Warnschuss. Und wenn sich dann die weißen Fahnen der Kapitulation nicht zeigen, massiver Beschuss. In den meisten Fällen, so wie hier, genügt die Warnung. Die weißen Fahnen werden gehisst. Die deutschen Soldaten im Ort haben sich überrollen lassen. Der Weg in die Gefangenschaft bedeutet für sie die endgültige Gewissheit, sie haben diesen Krieg überlebt. Denn, dass er nun nicht mehr lange dauern kann, erscheint ihnen sicher. Während des schnellen Vormarsches kann man die erbeuteten Waffen oft nicht sicherstellen. Also erfolgt die Entmilitarisierung der Deutschen an Ort und Stelle. Primitiv, aber wirkungsvoll. Manche Feuergefechte mit kleineren, versprengten Einheiten. Manche Verluste sind nur aus Irrtümern, aus Nervosität entstanden. Häufig erfahren die verdutzten Amerikaner von eben gefangen genommenen, wo weitere Gruppen ihrer Kameraden nur darauf warten, in Gefangenschaft abgeholt zu werden. Wenn bloß ein paar Panzer kämen, dann würde auch den immer noch Kampfesfreudigen die Sinnlosigkeit weiteren Widerstandes klar. Auf deutscher Seite, im Wirrwarr der sich auflösenden Fronten, wissen auch die Offiziere bestenfalls über die Lage im nächsten Nachbarort Bescheid. Die Situation im Reich kennen sie nicht. Am 9. April 1945 stehen britische Verbände vor Solpa und Celle, amerikanische Truppen vor Hannover und Hildesheim. Der überwiegende Teil der deutschen Verteidigung ist im Ruhrgebiet eingekesselt. Dort geht die Heeresgruppe B mit 300.000 Mann in Gefangenschaft. Die deutsche Westfront ist zusammengebrochen. Am 7. April besetzen die Amerikaner Hildesheim. Nur 16 Tage vorher hatte ein verheerender Luftangriff das gesamte Stadtzentrum mit seinen weltberühmten über 1500 Fachwerkhäusern bis auf den Grund zerstört. Die Amerikaner kommen von Südwesten über den Bohlweg und die Kreuzstraße. Geradeaus die Kreuzstraße, im Hintergrund die Regierung. Hildesheim, in dessen Stadtinnern sich keinerlei wichtige militärische Anlagen befunden hatten, war eine der schönsten mittelalterlichen Städte im deutschen Norden. Fast alle alten Kirchen mit dem Dom und auch das Knochenhauer Amtshaus am Markt, als schönstes Holzhaus der Welt bekannt, waren in jenem Großangriff vernichtet worden. Die Kreuzkirche hier vom Pelizaeusplatz aus gesehen. Über den Hindenburgplatz geht der Vormarsch der US-Panzer weiter nach Norden. Im Raum nördlich Hannover treffen unterdessen die Briten auf Widerstand. Doch der Angriff auf Hannover selbst wird von den Amerikanern vorgetragen. Sie kommen zunächst von Süden und von Westen. Diese US-Panzer kommen aus dem Raum Teutoburger Wald. Die Sprengung der Weserbrücken konnte sie nur für Stunden aufhalten. Der Frontverlauf am 10. April 1945, 4 Wochen vor Kriegsende. Noch werden die Niederlande und Norddeutschland zwischen Oldenburg und Stettin verteidigt. Noch hält die Oderfront im Osten.
Doch schon am nächsten Tag, am 11. April, werden amerikanische Panzer die Elbe bei Magdeburg erreichen und 130 Kilometer vor Berlin stehen. Bei ihrem schnellen Vorstoß fallen den Amerikanern intakte Brücken in die Hände. Diese Brücke hat die 84. US-Division beim Vormarsch auf Hannover im überraschenden Handstreich genommen. Die deutschen Pioniere hatten die Bomben, die zur Sprengung bestimmt waren, nicht mehr zünden können. Die Amerikaner haben bei einem gefangenen deutschen Offizier die Verteidigungspläne für Hannover gefunden. Aus ihnen geht hervor, dass die Verteidigungsanlagen südwestlich und südlich der Stadt liegen. Also führt General Bradleys Armee den eigentlichen Angriff von Nordwesten aus. Im Morgendämmern des 10. April rollen die ersten US-Panzer auf der Straße von Nienburg her, der heutigen Bundesstraße 6, in die Stadt. Sie finden so gut wie keinen Widerstand. Ein einziges ziviles Opfer gibt es in Limmer. Ein älterer Mann, den ein GI im dichten Morgennebel für einen Soldaten hielt. Der Mann hatte nur nach seinem Kleingarten sehen wollen. Vorher hatte die US-Artillerie an der Eisenbahnbrücke bei Limmer 2 Stunden lang die einzige deutsche Einheit, die hier noch Widerstand leistete, mit einem Geschosshagel überschüttet. 29 von 70 meist blutjungen deutschen Soldaten starben. An der Hafenschleuse vorbei geht der Vormarsch der GIs weiter nach hinten. Die Kolonne der US-Panzer, die über Hainholz vorstießen, hatte sich minutenlang irrtümlich ein verirrter deutscher Panzer eingefädelt. Ein paar Schüsse wurden gewechselt, dann war der Deutsche im Nebel entkommen. Hier in der Limmerstraße gibt es an diesem 10. April Szenen, die die GIs verblüfften. Zahlreiche Einwohner winken ihnen fröhlich zu. Viele Fremdarbeiter sind darunter, denen nun die Freiheit winkt. Aber auch viele Deutsche, die vom Fraternisierungsverbot noch nichts wissen, jener strikten Anweisung für die Amerikaner, jeden Kontakt mit Deutschen zu meiden. Manche Amerikaner nimmt das Fraternisierungsverbot auch nicht zu genau. Wer hätte auch etwas gegen freundliche alte Damen und besonders gegen junge Mädchen? Bis es zu einem jener Zwischenfälle kommt, die typisch sind für Wirrwarr, Misstrauen jener Tage. Irgendwo fiel ein Schuss und sofort ist das Bild verändert. Aber für die Panzer geht der Vormarsch auch schon weiter. Von Hannover aus nach Osten, Richtung Lehrte, Peine, Braunschweig. Die letzten deutschen Soldaten im Raum Hannover haben sich ergeben. Ihr Kampfkommandant General Löning hat die Sinnlosigkeit seines Auftrages erkannt. Entgegen den Befehlen aus Berlin wird Hannover nicht verteidigt. Ein gespenstischer Fund. Anhänger mit Namen, Alter und angeblicher Todesart von Verstorbenen, die in einem Krematorium von Hannover verbrannt wurden. Die Amerikaner haben ganz kurz nach der so überraschend schnellen Besetzung der Stadt diesen Fund gemacht, der offenbar den leitenden Beamten des Krematoriums schwer belastet. Zusätzlich belastet wird der Deutsche durch die Aussagen seines Untergebenen, der die Verbrennungen durchführte. Denn die Namen auf den Einäscherungskarten klingen jüdisch, russisch, polnisch. Und die angegebenen Todesarten erscheinen angesichts des keineswegs hohen Alters der Verstorbenen wenig glaubwürdig. Für die amerikanischen Kameras wird nun eine Art Verhör an Ort und Stelle vorgeführt. Woher kamen die Leichen? Warum wurden sie so schnell verbrannt? Was war die wirkliche Todesursache? Was wusste der Leiter des Krematoriums? Gab er den Befehl zur Verbrennung und warum?
Der Krematoriumswächter behauptet im Laufe des Verhörs, sein Vorgesetzter sei Träger des Blutordens gewesen. Das würde bedeuten, dass er sich schon in den 20er Jahren unter Lebensgefahr für die Partei eingesetzt hätte. War er in der Partei und hat er etwas mit der geheimen Staatspolizei zu tun, der Gestapo? Lange gehört zur Partei. Ich bin in der Partei seit 1929 bis 1933 Ortsgruppenleiter gewesen und dann durch ein Parteigerichtsverfahren zur Verfügung gestellt. Sie haben ja hier mehr gesagt, nur die Leichen. Ja, wenn die Leichen hier so lange liegen, die haben doch hier 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen gelegen, weil die Leute nicht dagegen haben. Aber nicht meine Frage. Meine Frage war mir, warum wurden die Leichen hier der Rast verbrannt? Warum wurden die nicht beerdigt? Die sind ja teilweise beerdigt. Teilweise schon. Nicht. Was her? 45 Jahre. Herzmuskelschwäche. Was ist eine anständige Krankheit? Nein. Lungenentzündung. Keine anständige Krankheit. Hier, Interesse. Jetzt was das. Hier, Arbeiter. Magen- und Darmfächer. Das ist keine anständige Krankheit. Da bin ich doch ohne... Hier ist Ausweis. Jakob Seele. Das muss der Juli gewesen sein. 45 Jahre, der ist ja einfach so weggestorben. Er hat zu Atem abgehört, was? Und da ist ein anderer. Gottschmidt, Edmund. Noch ein anderer Jude. 40 Jahre. Der hat auch zu Atem abgehört, was? Das haben wir aber nicht gewusst, was? Da wir waren so eine Wahl Pflegen. Hier, 37 Jahre. Herz, das ist ein anderer Jude gewesen. Herzschwäche. Auch anständig. Diese Zettel wurden also... Die sollten berichtet werden, ja? Das hat aber keinen Sinn, da wir ja alle in unseren Büchern haben. Ordnungsgemäß. Aber trotzdem haben Sie den Befehl gegeben, diesen zu vernichten. Weil ich den Befehl hatte, ja. Was sind diese kleinen Stierchen da? Auf den Leichen zu befestigen. Nein, die kommen von der Gestapo. Was wissen Sie nicht? Nein. Was ist wichtig? Dieses Anhängsel mit Bindfaden von der Gestapo. Diese mit Bindfaden von der Gestapo? Ja, der hat Platz da. Weiß ich, wo der kommt da. Die kommt von der Gestapo. Ja. Also. Sie wissen gar nicht. Sie waren nur ein- oder zweimal bei der Gestapo, was? Nein, die Gestapo war Wie lange sind Sie, also seit wann sind Sie Parteimitglied? Seit 1929. Seit 1929, ja. Und seitdem, in den letzten 2 Jahren, haben Sie überhaupt mit der Partei gar nichts zu tun gehabt? 1933 nicht mehr. Stimmt das? Das kann ich nicht genau sagen. Nur, Herr Grauer hat diese Sache selber zu einem dieser Berühmten, der Blutordnungsträger. Oh, das ist nicht wahr. Und nein, das ist nicht wahr. Der ist hier im Betrieb. Und der in der SS. Also der Information, Sie bringen mich ja hier weiter. Er ist verheiratet, und auch Sie sind verheiratet. Ja, ich bin verheiratet und ich schwöre, dass ich nie in der SS gewesen bin und dass ich seit ein ehrlicher, anständiger Mann seit 1933 nichts mehr damit zu tun habe. Wiederholen Sie nochmal die Anklage. Also ich habe Sie keine Ahnung. Fürchterlich. Fürchterlich hat er. Dieser Herr, der hier entlassen wurde, hat er eine Rolle für Gleichberechtigung gesprochen. Der Herr Grauer hat sich gegenüber geäußert, dass er Blutordnungsträger wäre. Dieser Bursche weiß viel mehr, als er aussagen will. Ich muss noch herausfinden, ob er schuldig ist. Die Suche nach Schuldigen bestimmt auch das Verfahren der Überprüfung und Registrierung der Zivilbevölkerung und insbesondere der Entlassung der ersten Kontingente kriegsgefangener deutscher Soldaten. Die Amerikaner haben zwar Hannover erobert, aber nach den Vereinbarungen der Alliierten ist Niedersachsen Besatzungsgebiet der Briten, deren Militärverwaltung deutsches Hilfspersonal einsetzt. Fragebogen sollen die Zugehörigkeit zur Partei und ihren Gliederungen erfassen. Aus dem Wehrpass will man ersehen, ob jemand wirklich nur der regulären Wehrmacht oder aber Sondereinheiten angehörte, die von vornherein belastet sind, etwa der SS. Das deutsche Hilfspersonal erledigt zwar die vorbereitenden Routinearbeiten, aber die Engländer treffen die endgültige Entscheidung über die Entlassung. Seit sie die Schrecken des Konzentrationslagers Bergen-Belsen gesehen haben, suchen sie nach Verantwortlichen. SS-Leute gelten grundsätzlich als schuldig. Sie sind an der Tätowierung ihrer Blutgruppe unter dem Arm zu erkennen. Am 15. April 1945 wird das Konzentrationslager Bergen-Belsen durch die Engländer befreit. Diese Aufnahmen von der Einfahrt ins Frauenlager täuschen. Die Insassen, die hier ihre Befreier begrüßen, sind erst vor ganz kurzer Zeit eingeliefert worden. Ihnen hat das Lager seinen Stempel noch nicht aufgedrückt. Aber eins wird sofort klar. Das Lager, für höchstens 10.000 Häftlinge vorgesehen, ist mit nun 60.000 Insassen hoffnungslos überfüllt. Wer noch halbwegs gesund ist, wird umgehend abtransportiert. Zunächst ins nahegelegene Celle, dann nach Hause. KZ-Aufseherinnen. Sie, wie die männlichen Wachmannschaften der SS, werden 5 Monate später vor Gericht gestellt werden.
Die Opfer. SS-Männer müssen Massengräber ausheben. Die Bewacher hatten keine Zeit mehr gehabt, die Todesopfer der letzten Wochen begraben zu lassen. Ein englischer Militärarzt berichtete, an zahlreichen Stellen des Lagers waren die Leichen zu Stapeln von unterschiedlicher Höhe aufgeschichtet. Überall im Lager verstreut lagen verwesende menschliche Körper. Der Bericht fährt fort. In den Baracken selbst lagen zahllose Tote, manche sogar zusammen mit den Lebenden auf einer einzigen Bettstelle. In einigen der Baracken waren Bettstellen vorhanden. Sie waren überfüllt mit Gefangenen in allen Stadien der Auszehrung und der Krankheit. Bergen-Belsen war seiner Bestimmung nach kein Vernichtungslager wie etwa Auschwitz. Im Gegenteil. 1943 wurde hier ein Aufenthaltslager für zunächst 3000 Juden eingerichtet, die möglicherweise gegen in Feindstaaten internierte Reichsdeutsche ausgetauscht werden sollten. Aber nur bei 358 Juden kam es zu dem geplanten Austausch. Stattdessen wurden ab Ende 1944 nach Bergen-Belsen immer mehr Häftlinge aus Konzentrationslagern verlegt, die vor den siegreichen Alliierten in Ost und West geräumt werden mussten. Das Chaos der letzten Kriegsmonate, Unfähigkeit der SS-Verwaltung und ihre totale Gleichgültigkeit führten im überbelegten Lager zu Hunger und Seuchen von katastrophalem Ausmaß. Trotz aller Anstrengungen zur Rettung der Überlebenden sterben nach der Befreiung innerhalb von 10 Wochen noch 13.000 der Insassen des Lagers. Bergen-Belsen war ursprünglich ein Kriegsgefangenenlager, in dem seit Beginn des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion russische Gefangene untergebracht waren. Schon damals hatten Fleckfieberepidemien unter den Insassen gewütet. Mit dem Chaos der letzten Kriegsmonate war das Fleckfieber wiedergekommen. Am 21. Mai, 5 Wochen nach der Befreiung, lassen die britischen Behörden das Lager bis auf den Grund niederbrennen, um durch diese Radikalkur eine Ausbreitung der Epidemien zu verhindern. Von 1943 bis 1945 sind in Bergen-Belsen an Hunger, Kälte und Seuchen 50.000 Menschen elend umgekommen. Hitlers KZ-Kommandanten brachten sie nicht um. Bergen-Belsen war ja kein Vernichtungslager. Sie ließen sie verrecken. In dem Prozess gegen die Bewachungsmannschaften vor dem britischen Militärgericht in Lüneburg werden später 11 Angeklagte, darunter der frühere Lagerkommandant, zum Tode, 19 zu Freiheitsstrafen verurteilt. 14 werden freigesprochen. Hannover, Mitte April 1945. So sieht die niedersächsische Metropole nach 88 Luftangriffen aus. 95% des Stadtzentrums sind völlig zerstört. Die Hälfte aller Wohnhäuser in der ganzen Stadt ist vernichtet. Dies ist die Stadt, die Hitlers Gauleiter Lauterbacher bis zum letzten Mann verteidigen wollte. Er selbst allerdings setzte sich noch rechtzeitig in den Harz ab. Sein letzter Befehl an einen Trupp wackerer Parteigenossen: das Rathaus sprengen. Ein Feldwebel der Luftnachrichtentruppe mit 5 Mann setzte die braunen Helden im Rathauskeller zunächst unter Alkohol und schickte sie dann nach Hause. So wurde das Rathaus gerettet.
St. Mariekirche, letzte Ruhestätte des Zentrumsführers Ludwig Windhorst, eines der großen Gegenspieler Bismarcks im Reichstag. Der Hauptbahnhof. Diese Aufnahmen geben nur ein plastisches Beispiel für den Zustand der gesamten Infrastruktur, der Versorgungseinrichtungen der Stadt. Es fährt nicht nur kein Eisenbahnzug mehr, keine Straßenbahn, kein Bus. Es gibt auch kein Wasser, kein Gas und bei den Hannoveranern jener Zeit kommt der Strom nicht mehr aus der Steckdose. Wie hat die andere Seite, wie haben die alliierten Piloten seinerzeit jene verheerenden Luftangriffe auf die deutschen Städte erlebt und dargestellt? In der Rückblende ein englischer Filmbericht über Großangriffe auf zwei niedersächsische Städte, auf Lüneburg und Uelzen. Er gibt stolze Erfolgsmeldungen. At Lüneburg, again the bombers attacked Marshalling Yards. In Lüneburg greifen die Bomber wieder Bahnanlagen an. Dies war eines von 30 Eisenbahnzielen. Fast jede Hauptbahnlinie in Deutschland wurde blockiert. Ein Bomberschütze sagte, dass er in 28 Feindflügen noch nie ein solches Feuer gesehen habe wie in Lüneburg. Uelzen, 50 miles north of Brunswick. Uelzen, 50 Meilen nördlich Braunschweig. Es gab 425 Treffer direkt auf den Bahnlinien. Das Rathaus, das Kaufhaus, 4 Fabriken. Der ganze südliche Teil der Bahnanlagen wurde völlig zerstört. Ende April ist Bremen bereits gefallen. Die Engländer rücken in Richtung Hamburg vor. Am 2. Mai kapituliert die Reichshauptstadt Berlin, wo Hitler sich umgebracht hat. Und Hamburg wird von Gauleiter Kaufmann zur offenen Stadt erklärt. Die Engländer finden auf ihrem Vormarsch keinen Widerstand mehr und werden Hamburg am 3. Mai kampflos besetzen. An diesem 3. Mai entsendet der von Hitler zu seinem Nachfolger bestimmte Großadmiral Dönitz eine Delegation zum britischen Oberbefehlshaber Feldmarschall Montgomery in die Lüneburger Heide. Generaladmiral von Friedeburg mit 5 weiteren Offizieren trifft um 11 Uhr im britischen Hauptquartier ein. Der Oberbefehlshaber lässt die Deutschen zunächst warten. Was dann folgt, hat Montgomery in seinen Erinnerungen so beschrieben. Als mir ihre Ankunft gemeldet wurde, befahl ich, sie unter dem Union Jack Aufstellung nehmen zu lassen, der stolz an einem hohen Flaggenmast vor meinem Befehlswagen flatterte. Ich fragte Oberst Ewart, der Deutsch sprach, wer sind diese Männer? Er sagte es mir. Dann fragte ich, was wünschen Sie? Darauf verlas Friedeburg einen Brief von Keitel, in dem es hieß, die Deutschen würden kapitulieren, wenn ihnen Bedingungen eingeräumt würden. Ich sagte, es gäbe keine Bedingungen, entweder bedingungslose Kapitulation oder Fortsetzung des Krieges. Darauf fragte Friedeburg, ob ich die bedingungslose Kapitulation aller Armeen annehmen würde, die vor den Russen zurückgingen. Ich erwiderte, ausgeschlossen. Diese Verbände müssen sich den Russen ergeben. Montgomery fährt fort. Ich hielt den Augenblick für gekommen, um einen hohen Preis zu spielen. Plötzlich fragte ich Friedeburg, wollen Sie für alle deutschen Streitkräfte kapitulieren, die in Holland, Nordwestdeutschland, Dänemark und Norwegen stehen? Friedeburg muss erst das Einverständnis von Dönitz einholen und fährt nach Salzburg zurück. Montgomery berichtet in seinen Erinnerungen weiter. Am nächsten Nachmittag um 5 Uhr trat er wieder ein und die Abordnung nahm abermals unter den Union Jack Aufstellung. Friedeburg bringt das Einverständnis von Dönitz mit und die Kapitulation wird um 18 Uhr an diesem Tage, dem 4. Mai, unterzeichnet. Montgomery hatte zwar nicht der Übergabe geschlossener Truppenteile zugestimmt, die vor der Roten Armee zurückgingen. Die Deutschen aber haben doch etwas Wesentliches erreicht. Wenn einzelne deutsche Soldaten aus solchen Truppenteilen sich den Engländern ergeben, würde man sie aufnehmen und nicht den Sowjets ausliefern. Zehntausende deutscher Soldaten werden so vor dem Abtransport in die Sowjetunion bewacht.
Die Kapitulation in der Lüneburger Heide beendet zwar die Feindseligkeiten, die Waffen schweigen, aber Montgomerys großer Stunde wird für die Geschichtsschreibung doch etwas von ihrer Bedeutung genommen. 5 Tage später wird auf Verlangen der Sowjets der formelle Akt der Kapitulation der deutschen Wehrmacht vor allen 3 Alliierten in Berlin-Karlshorst wiederholt. Der offizielle Tag der Kapitulation und damit das Ende des Krieges in Europa wird so der 9. Mai. Montgomery hatte zum Abschluss der Gespräche des ersten Tages ein Ultimatum gestellt. Wenn die Deutschen nicht bis 18 Uhr am nächsten Tag zur Unterschrift bereit wären, würde der Krieg erbarmungslos weitergehen. Tatsächlich hatte Dönitz keine Wahl. Die Niederlage war längst besiegelt. Das deutsche Oberkommando war von den verstreut noch kämpfenden Einheiten isoliert und die deutschen Unterhändler hatten sich bestürzt gezeigt, als ihnen Montgomery auf seiner Karte die Lage an den Fronten erläuterte, von der sie keine wirkliche Vorstellung gehabt hatten. Berlin wurde am 2. Mai von den Sowjets erobert. Im Norden hatten britische Truppen bei Wismar die Ostsee erreicht. In Schwerin trafen sie am 3. Mai auf sowjetische Verbände. Hamburg wurde am gleichen Tag kampflos besetzt. Die Heeresgruppe Nord hat jetzt nur noch im äußersten Norden Deutschlands und in Dänemark und Holland Verbände, die überhaupt kapitulieren können. Die Deutschen fahren nach Flensburg zurück. Die letzte Reichsregierung wird noch ein kurzes Schattendasein führen und dann unter entwürdigenden Umständen festgenommen. Generaladmiral von Friedeburg wird Selbstmord begehen, Großadmiral Dönitz von den Siegern in Nürnberg als Kriegsverbrecher vor Gericht gestellt und abgeurteilt werden. Am selben Tag, an dem Montgomery die Kapitulation der Nordarmee annimmt, verhandeln Beauftragte einer deutschen Armee mit den Amerikanern im Stendal, Bezirk Magdeburg. Es geht um die Übergabe der rätselhaften Armee Wenck, auf die Hitler bei der Verteidigung Berlins seine letzten Hoffnungen gesetzt hatte und von der viele annahmen, dass sie in Wirklichkeit gar nicht existiere. Der Stabschef der 9. US-Armee, General James E. Moore, betritt das Rathaus von Stendal. In der Verhandlung erklären sich die Amerikaner bereit, die auf dem Ostufer der Elbe stehenden deutschen Truppen zu übernehmen, vorausgesetzt, dass sie ihre eigene Verpflegung, ihre Feldküchen und Sanitätsausrüstung mitbringen. Deutsche Zivilisten sollen die Demarkationslinie nicht überqueren dürfen. Über das Ende der Armee Wenck ist nicht viel berichtet worden, weil es nicht ganz im Einklang mit den Abmachungen zwischen Amerikanern und Russen stand. Danach hätten sich die deutschen Verbände auf dem Ostufer der Elbe der Roten Armee ergeben müssen. Nicht Verbände, sondern nur einzeln kommende Soldaten dürften in amerikanische Kriegsgefangenschaft aufgenommen werden. Die Entscheidung des Stabschefs der 9. US-Armee hat aber vielen deutschen Soldaten das Leben gerettet. Auch Zivilisten wurden, entgegen der ursprünglichen Anordnung, in den folgenden Tagen nicht am Überqueren der Elbe gehindert. Die zurückkehrenden deutschen Parlamentäre begegnen auf der Straße von Stendal nach Tangermünde den bereits gefangen genommenen Soldaten. Rückkehr über die Elbe. Im Hintergrund die zerstörte Eisenbahnbrücke bei Tangermünde. In den folgenden Tagen werden sich rund 100.000 Mann der Armee Wenck den Amerikanern ergeben. Sie überqueren den Strom mit Fähren, Booten und Flößen. Einige erreichen das Westufer schwimmend, andere suchen sich einen Weg durch die Trümmer der Brücke.
Stellung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert. Diese bedingungslose Kapitulation wurde für das deutsche Oberkommando, den Feldmarschall Wilde, Der Krieg ist zu Ende, nach 5,5 Jahren. So wie hier in Lüneburg wird der Friede überall von den Siegern verkündet. Der Friede, das bedeutet, keine Angst mehr zu haben. Keine Angst mehr um das eigene Leben und das der Angehörigen. Keine Angst mehr vor den Bomben. Auch keine Angst mehr vor dem Terror im Innern, vor der Gestapo, der SS. Der Reichsführer SS Heinrich Himmler. Nach seiner Festnahme durch die Briten hat der oberste Chef von SS und Gestapo hier in Lüneburg Selbstmord begangen. Er nahm Gift. Die alte Ordnung ist tot. Die neuen Herren verkünden die neue Ordnung. In den ersten Wochen kann sie nichts anderes sein als eine Art Kriegsrecht. Ein Kriegsrecht, das die Herrschaft der Militärs über das fremde Volk sichert. Denn noch wissen die Besatzungsmächte nicht, wie dies Volk sich verhalten wird. Ist mit dem Ende der Herrschaft Hitlers auch der Nationalsozialismus schon tot? Erste Anordnung jeder Militärregierung, Abgabe der Waffen. Das ist Routine. Aber 1945 kommt noch etwas hinzu. Die nationalsozialistischen Machthaber hatten in den letzten Kriegsmonaten zur Bildung von Wehrwolf-Einheiten aufgerufen, die in den besetzten deutschen Gebieten eine Art Partisanenkampf gegen die Besatzer führen sollten. Die erste unter Besatzungsregie hergestellte Wochenschau zeigt die Exekution eines angeblichen Wehrwolf-Angehörigen am 1. Juni 1945. Diese Aufnahmen sollen zur Abschreckung dienen, aber man hätte sie nicht gebraucht. Es gibt praktisch so gut wie keinen Widerstand, keinen Wehrwolf. Im Juli 1945 übergeben die Amerikaner die Teile Niedersachsens, die sie in den letzten Kriegswochen besetzt hatten, an die Engländer. Die im Herbst 1944 in London beschlossene Nachkriegsordnung endgültig hergestellt. Die Engländer können sich nun fest etablieren für einen langen Aufenthalt. Schon im Juli stellen die Engländer deutsche Hilfspolizeieinheiten auf. Das ist dringend nötig, denn die amerikanischen und englischen Besatzungstruppen sind für den Schutz der Zivilbevölkerung formell nicht zuständig. Immer noch aber streifen marodierende Gruppen von Zwangsarbeitern plündernd durch das Land, die im Krieg hauptsächlich aus dem Osten nach Deutschland verschleppt worden waren. Die deutschen Hilfspolizisten dürfen nach den alliierten Bestimmungen allerdings nur mit einem Holzknüppel bewaffnet sein. Und die ehemaligen Zwangsarbeiter verfügen häufig über Schusswaffen. Bei Kriegsende lagen genug davon herum. Eisenbahnanlagen im Frühjahr 1945. Und doch fuhren wenige Wochen nach der Kapitulation bereits wieder die ersten Züge zwischen Hannover und Göttingen, Wesermünde, Nienburg und Lehrte. Dies schaffte ein Volk, das in Trümmern vegetierte.
Die erste, schwerste Phase des Wiederaufbaus wurde von Menschen geleistet, die auf ihre Lebensmittelkarte zeitweise nicht mehr als 1000 Kalorien pro Tag erhielten, weit unter dem Existenzminimum. Selbst nach diesen mageren Rationen mussten sie oft noch stundenlang anstehen. Wer überleben wollte, musste zum Gesetzesbrecher werden, musste sich und seiner Familie auf dem schwarzen Markt oder durch Hamsterfahrten aufs Land zusätzliche Nahrung verschaffen. Allein die Reise war jedes Mal ein Abenteuer. Ein Volk räumte auf. Ein englischer Besatzungsoffizier in Hannover schrieb damals in sein Tagebuch: Selbst wenn man antideutsch eingestellt ist, ist es schwer, die Bewunderung für die Leistungsfähigkeit der Deutschen zurückzuhalten. Aber nicht nur Wohnungen, Häuser, Fabriken wurden neu aufgebaut. In diesem Hause in Hannover wohnt damals ein Mann, der entscheidenden Anteil am Aufbau eines demokratischen Staatswesens, einer politischen Struktur im neuen Deutschland hat: Kurt Schumacher. Er gründet mit Freunden die Sozialdemokratische Partei neu, während Männer wie Adenauer in Köln und Heuss in Stuttgart am Anfang der Parteigründungen der christlichen und der liberalen Demokraten stehen. Annemarie Renger, Schumachers engste Mitarbeiterin, wird später einmal Präsidentin des Deutschen Bundestages werden. Doch zu jener Zeit befassen sich nur wenige Deutsche mit Politik. Die Masse des Volkes hat andere Sorgen. Millionen suchen einander. Im Krieg vermisste Soldaten, ausgebombte, evakuierte, Flüchtlinge. Zeitungen gibt es nicht. So ersetzt die Zettelwand die Anzeigen. Ein Volk auf der Suche. Ein Volk auf der Wanderung. Wanderung wider Willen. Millionen, die vor der Roten Armee, vor dem Krieg aus den deutschen Ostprovinzen flohen. Zu ihnen werden in den nächsten Jahren weitere Millionen kommen, die aus den an Polen, die Sowjetunion, die Tschechoslowakei abgetretenen Gebieten ausgewiesen werden oder später aus der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands nach Westen fliehen. Friedland, südlich Göttingen, wurde zur bekanntesten Durchgangsstation. Niedersachsen hat dabei nächst Schleswig-Holstein den größten Zustrom zu verzeichnen. 1947 wird jeder dritte Einwohner des Landes ein Flüchtling oder Vertriebener sein.
Ein verstümmeltes Land, ein geteiltes Volk. Erbe des Krieges, der im deutschen Namen begonnen wurde, der von deutschem Boden ausging. Die erste Ordnung im Chaos, das sind ganz primitiv erste Maßnahmen für Hygiene. Das erste Kochgeschirr voll Suppe in der Durchgangsstation zur lange nicht mehr gekannten Sicherheit. Die große Wanderung wird lange weitergehen. Die anderen Orte, das andere Land bleiben noch lange fremd. Aber je mehr in den kommenden Jahrzehnten Vertriebene und Flüchtlinge ganz selbstverständlich dazu beitragen, dieses Land Niedersachsen neu aufzubauen, desto mehr wird es zur gemeinsamen Heimat für Einheimische und Zuwanderer. Eine neue Zeit wird für alle neue Probleme bringen. Aber man wird hier in Freiheit leben können.